Hier gibt es wieder Anregungen für euer Karate-Training. Und damit euer Geist gegenüber dem Körper nicht zu kurz kommt, würde ich euch auch gerne dazu anregen, über etwas nachzudenken, über das ich dann im zweiten Teil des Videos erzählen werde. Ein wichtiger Teil des Karate ist Kimi. Der Moment, bei dem unsere Karate-Technik ihre höchste Geschwindigkeit erreicht, wir die Muskeln des ganzen Körpers blitzschnell anspannen, die Technik also einrastet. Der Moment, bei dem sich die Energie der Technik auf den Gegner überträgt, bezeichnen wir als Kimi-Punkt oder einfach nur Kimi. Um unsere Karate-Technik noch effektiver werden zu lassen, konzentrieren wir uns bei der folgenden Übung genau auf diesen Moment. Unsere Ausgangsposition ist der Chodan-Chuchu. Jetzt geht es darum, direkt aus dieser Bewegung einen A-Uke auszuführen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass der Weg aus dieser Position bis zum Endpunkt des A-Uke ziemlich kurz ist. Gewohnt sind wir, den A-Uke von der Hüfte aus auszuführen. Wir trainieren nun aber bewusst mit einem kurzen Weg und versuchen dennoch ein starkes Kimi auszuführen. Dabei ist es wichtig, vor und während der Bewegung möglichst locker und entspannt zu sein und die Bewegung mit maximaler Geschwindigkeit auszuführen. Um ein starkes Kimi entwickeln zu können, ist außer der Lockerheit der Muskulatur auch der Einsatz der Hüfte sehr wichtig. Hilfreich ist es auch, sich nicht nur auf die Bewegung, die nach vorn geht, also den A-Uke zu konzentrieren. Ihr müsst eure Aufmerksamkeit genauso auf das Zurückreißen der Schulter und des Hikiti-Arms richten. Nach dem gleichen Schema übt ihr dann mit Kakiwake-Uke und Soto-Uke. Auch hier habt ihr wieder von der Ausgangsposition bis zum Soto-Uke einen sehr kurzen Weg. In der dritten Übung haben wir als Ausgangsposition den Gedan-Chuchu-Uke. Aus dieser Position führt ihr einen Gedan-Barai aus. Denkt bitte daran, es geht darum, eine starke, aber kurze Kimi-Phase auszuführen. Ihr müsst also nach dem Kimi-Punkt die Muskulatur sofort wieder entspannen. Nachdem ihr mit dieser Idee gearbeitet habt, baut ihr nun diese Bewegung in Kombination ein. Unsere Ausgangsposition ist im Sensudachi der Kyakutsu. Ihr bewegt euch vorwärts und führt den Chodan-Chuchu aus. Direkt aus dieser Position, Hüfte ausdrehen, Hüfte wieder eindrehen, Kyakutsuki. Das Ganze könnt ihr in der Vorwärtsbewegung trainieren, als auch in der Rückwärtsbewegung. Das gleiche nun mit Kakiwake-Uke und Soto-Uke. Zu guter Letzt übt ihr diese Kombination mit Gedan-Chuchu-Uke und Gedan-Barai. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Idee. Wir alle kennen das. Wir liegen nachts wach, weil uns ein unablässiger Gedankenstrom nicht schlafen lässt. Wir befinden uns dann in diesem sogenannten Hamsterrad. Unsere Gedanken drehen sich ständig im Kreis und egal wie sehr wir uns auch anstrengen, wir kommen zu keiner Lösung unseres ja meist selbstgemachten Problems. Dieses Dauerdenken kann uns nicht nur unseren Schlaf rauben, es kostet uns auch viel Energie, führt zu negativen Gefühlen und letztendlich kann es wirklich auch zur Qual werden. Aber ganz sicher ist, dass uns dieses Dauerdenken vom Hier und Jetzt trennt. Dabei wissen wir doch alle, dass unser Leben nur jetzt, genau in diesem Moment stattfinden kann. Da ist es doch erschreckend, wenn uns bewusst wird, wie oft wir gedanklich in der Zukunft oder der Vergangenheit verweilen. Beim nächsten Urlaub, bei irgendwelchen Projekten, Erwartungen oder sonstigen Dingen, die nichts mit der Gegenwart zu tun haben.
Wir sind viel zu oft geistesabwesend. Da überlegen wir uns während des Trainings, was wir danach tun werden. Oder während wir joggen, denken wir darüber nach, wie viel von unserer Strecke noch vor uns liegt. Dadurch entgeht uns, was um uns herum geschieht. Dabei sollten wir unseren Geist doch dem zuwenden, was gerade passiert. Ja, der Schönheit, dem Leben, das uns umgibt. Natürlich schafft es niemand immer gegenwärtig zu sein. Wenn wir aber hin und wieder bemerken, dass wir nicht da sind, wo das Leben stattfindet, sondern wir wieder mal in unserer Gedankenwelt herumirren, dann ist das schon ein Erfolg. Denn dann können wir bewusst dagegen angehen und versuchen, den Dingen, die getan werden müssen, unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Damit wir wieder zurück in die Gegenwart kommen und uns die Zukunft und die Vergangenheit nicht mit irgendwelchen Gedanken stören. Ich denke, da muss wohl jeder für sich selbst eine Methode finden, wie er es schafft, sein Denken zu beruhigen, um aufmerksamer durchs Leben gehen zu können. Mir persönlich hilft es da, wenn ich mich auf meinen Atem konzentriere. Ähnlich wie wir es aus unserem Karate-Training kennen, wenn wir beim An- und Abgruß in Sesa sitzen und bewusst ein- und ausatmen, um dann am Anfang des Trainings zu versuchen, den Alltag aus dem Kopf zu bekommen, damit unser Geist frei und offen werden kann, offen für die Dinge, die da kommen werden. Beziehungsweise wenn wir am Ende des Trainings versuchen, das Geschehene sacken zu lassen, zu verarbeiten. Diese Konzentration auf den Atem hilft mir, mein Denken zu beruhigen. Und wie ist es mit dem Denken bei euch? Habt ihr euren Geist im Griff oder eher euch? Denkt mal, aber bewusst darüber nach.